Es ist wirklich die Sammlung eines Sammlers, eines Menschen seiner variierenden Interessen. Wir haben sowohl High Culture, unikale Werke, handwerkliche Meisterleistungen, aber wir haben auch Industrieprodukte, Camp, Kitsch. Also da ist die Bandbreite sehr groß, aber ich glaube so das Nahe am Leben, an sehr unterschiedlichen Leben, das zeichnet die Sammlung sicher aus. Also Bruno Stefanini hat sehr oft auf Auktionen eingekauft. Da gibt es gewisse Auktionen, auf die hat er sich akribisch vorbereitet, ist die Kataloge durchgegangen, hat sich ausgerechnet, was er zu zahlen bereit ist, was der Aufschlag ist, was die Mehrwertsteuer ist. Also da ist er ein sehr analytischer Käufer gewesen. Er hat teilweise aber auch wirklich im großen Stil eingekauft, ganze Sammlungen. Also es unterscheidet sich sehr. Es gibt wirklich Objekte, an denen war er punktuell interessiert, sozusagen aus einer Überlagerung unterschiedlicher Interessen, und dann gab es einfach Objekte, die fand er einfach spannend, weil das jetzt zu Napoleon gehört, und da war er vielleicht teilweise dann weniger strategisch vorgegangen. Es gibt Schriften, wo er sich dazu geäußert hat, was er mit seiner Sammlung will, und das ist wirklich eine breite Auseinandersetzung mit Themen der kulturellen Werte. Das war ihm wichtig. Ein Museum, eine Sammlung für die 99% und nicht für das Bildungsbürgertum. Ja, die Herausforderung ist die Menge des Materials. Es ist eine große private Sammlung, rund 85.000 Objekte. Das zweite ist der Zustand der Sammlung. Bruno Stefanini war sehr interessiert am Kaufen, war wahrscheinlich auch interessiert am Besitzen, aber er war nicht unbedingt wirklich interessiert am Unterhalt der Objekte. Und die Menge mit der Vernachlässigung, das gibt natürlich eine Riesenarbeit. Andererseits ist es Bruno Stefanini wirtschaftlich ja gelungen, ein Immobilienportfolio aufzubauen, das recht groß und stabil ist. Also er hat nicht nur die Sammlung hinterlassen, sondern er hat die Mittel hinterlassen, um diese Sammlung auch zu pflegen. Das ist ja sehr selten und das ist etwas extrem Teures. Also das ist jetzt wirklich ein Glücksfall, muss man sagen. Und dann gibt es vielleicht fast einen anderen Glücksfall, wenn man es unter dieser Perspektive betrachten kann. Also wenn die Sammlung da ist, die Mittel sind vorhanden, dann gibt natürlich diese Menge, aber auch das Vorhandensein der Mittel natürlich die Möglichkeit, wirklich große Prozesse aufzuziehen und durchzuführen. Und da ist natürlich die Möglichkeit, Dinge zu skalieren, zu sagen, wir machen große Reinigung und Registrierungsprojekte und da die Abläufe dann auch professionalisieren kann. Also wir haben uns sehr stark damit auseinandergesetzt, was sind die Schadstoffe in unserer Sammlung. Das würde man wahrscheinlich sonst nicht machen, wenn man Dinge übernommen hat, die so in einem mehr oder minder akzeptablen Zustand sind, sondern bei uns haben sich die Fragen alle sehr akzentuiert gestellt. Das ist ein großes Engagement für die Sammlung, die Aufarbeitung, das wirft natürlich extrem viele Sinnfragen auf. Also macht man das jetzt einfach so, weil man das muss? Lohnt sich das? Für wen? Also weil wir reinigen und registrieren die Objekte nicht, damit die nächsten 50 Jahre einfach in besseren Bedingungen wieder im Keller verschwinden. Das heißt, wir sind sehr interessiert, die Sammlung zugänglich zu machen. An dem arbeiten wir. Und zugänglich heißt natürlich einerseits über den Leihverkehr, klassisch in Museen. Aber das ist klar, unsere Ausstellung besteht nicht aus 85.000 Museumsobjekten, sondern 80.000 sind wahrscheinlich schwer vermittelbar. Und da ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Wie bringen wir eigentlich eine relevante und sinnvolle Nutzung zu diesen Objekten? Wie machen wir sie zu einem Teil des kulturellen Erbes? Und für das sehen wir eben einen Prozess dahinter. Wir glauben nicht, das ist einfach eine automatische Zuschreibung, sondern das muss man sich sozusagen verdienen als Objekt. Und dieser Prozess interessiert uns sehr.